Lektion 1. Möbel neu polstern. Hast du darüber nachgedacht, den alten Stuhl neu zu polstern? Ja, habe ich. Es ist eine großartige Möglichkeit, das Aussehen von Möbeln zu aktualisieren. Genau. Es kann einen erheblichen Unterschied machen, ohne neue Stücke kaufen zu müssen. Ich liebe die Idee, alten Möbeln ein neues Leben einzuhauchen. Außerdem können Sie Stoffe auswählen, die perfekt zu Ihrem aktuellen Dekor passen. Das ist wahr. Es ist, als würden Sie Ihre Möbel an Ihren Stil anpassen. Ich frage mich, ob es lokale Workshops zum Neupolstern gibt. Das würde Spaß machen. Eine neue Fähigkeit zu erlernen und dabei kreativ zu sein, klingt großartig. Schauen wir uns das gemeinsam an. Es könnte ein lohnendes Projekt sein. Lektion 2. Fitnessroutine. Perfekt. Wie oft hast du vor, ins Fitnessstudio zu gehen? Ich strebe an, mindestens 3-mal pro Woche konstant zu bleiben. Das klingt nach einem soliden Plan. Konsistenz ist der Schlüssel zu Ergebnissen. Genau. Ich möchte eine Routine aufbauen, die ich im Laufe der Zeit beibehalten kann. Hast du darüber nachgedacht, auf welche Arten von Workouts du dich konzentrieren wirst? Ja, ich würde gerne Cardio mit etwas Krafttraining kombinieren, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist ein großartiger Ansatz. Es wird dir helfen, Ausdauer aufzubauen und Muskeln zu stärken. Ich freue mich darauf, loszulegen und meine Fortschritte dabei zu verfolgen. Lassen Sie uns gemeinsam einige Ziele setzen, um uns gegenseitig zu motivieren. Lektion 3. Beeren pflücken. Wir hatten so viel Spaß beim Pflücken von wilden Brombeeren während unserer Wanderung. Die leckeren Kuchen und Torten, die wir danach gebacken haben, waren es wirklich wert. Unbedingt. Es gibt nichts Besseres als frische Beeren in einem Dessert. Ich liebe es, wie die Süße der Brombeeren wirklich durchscheint. Und das Beste daran ist, dass wir sie selbst ausgewählt haben. Ja, dadurch fühlen sich die Leckereien noch spezieller an. Ich kann es kaum erwarten, es nächste Saison wieder zu machen. Ich auch. Wir sollten mehr Wanderwege nach anderen Wildfrüchten erkunden. Das ist eine fantastische Idee. Es wird jedes Mal ein Abenteuer sein. Lektion 4. Fitnessroutine. Normalerweise beginne ich mein Training mit 10 Minuten Dehnen zum Aufwärmen. Das ist ein kluger Ansatz. Dehnen ist so wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Genau. Danach mache ich etwa 30 Minuten lang Cardio. Das klingt nach einer soliden Routine. Welche Art von Cardio bevorzugst du? Ich laufe gerne auf dem Laufband, aber manchmal mische ich mich auch mit dem Radfahren ein. Tolle Abwechslung. Es macht die Dinge interessant und trainiert verschiedene Muskeln. Ganz sicher. Ich finde, dass es mir hilft, motiviert zu bleiben, wenn ich es umstelle. Ich stimme zu. Es ist schön, verschiedene Optionen zu haben, um dein Training frisch zu halten. Was ist mit dir? Wie sieht deine Fitnessroutine aus? Lektion 5. Party-Einladungen. Das klingt toll. Sollen wir alle zu dem Treffen einladen? Sicher. Lass uns diese Woche die Einladungen verschicken. Ich kann eine Liste mit allen erstellen, die wir einladen möchten. Perfekt.
Ich helfe bei der Formulierung der Einladungen. Fantastisch. Wir sollten das Datum und den Ort klarstellen. Ja, und wir sollten erwähnen, ob Sie etwas mitbringen müssen. Gute Idee. Es wird allen helfen, sich auf die Veranstaltung vorzubereiten. Ich freue mich darauf, alle wieder zusammenzusehen. Ich auch. Es wird eine lustige Zeit sein, alle zu treffen. Lektion 6. Checkout-Arrangements. Ja, das können wir für Sie arrangieren. Um wie viel Uhr möchten Sie auschecken? Wenn möglich, würde ich einen späten Checkout bevorzugen. Das sollte kein Problem sein. Wie wär's mit 13 Uhr? Das funktioniert perfekt. Das gibt mir Zeit zum Packen ohne Eile. Großartig. Das vermerke ich bei Ihrer Reservierung. Danke. Ich schätze die Flexibilität sehr. Es ist uns eine Freude. Wir möchten sicherstellen, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben. Ich freue mich auf meinen Besuch. Du wirst es genießen. Wir sorgen dafür, dass alles für Sie bereit ist. Lektion 7. Gesündere Alternativen. Ich habe in letzter Zeit versucht, gesündere Alternativen in meiner Ernährung zu finden. Das ist ein großartiges Ziel. Welche Änderungen erwägen Sie? Ich denke darüber nach, zuckerhaltige Snacks durch Obst und Nüsse zu ersetzen. Das ist eine kluge Wahl. Hast du irgendwelche neuen Rezepte ausprobiert? Ja, ich habe einen Quinoa-Salat gemacht, der erfrischend und sättigend war. Das klingt köstlich. Es ist toll, neue gesunde Optionen zu entdecken. Ich möchte auch mehr Gemüse in meine Mahlzeiten integrieren. Das ist Essenziel. Haben Sie über die Zubereitung von Mahlzeiten nachgedacht? Habe ich. Es kann Zeit sparen und mir helfen, meinen Plan für gesunde Ernährung einzuhalten. Lektion 8. Internationales Recht und Politik. Ich habe gelesen, dass einige Probleme nach wie vor einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellen. Ja, und oft bedarf es politischer Lösungen, um sie zu lösen. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Bewältigung dieser Probleme? Politischer Wille und Zusammenarbeit zwischen den Nationen sind entscheidende Faktoren. Es ist frustrierend, wenn Länder ihren Interessen Vorrang vor globalen Abkommen einräumen. Unbedingt. Die internationale Diplomatie spielt in diesen Situationen eine wichtige Rolle. Wie kann die öffentliche Meinung politische Entscheidungen in diesen Fragen beeinflussen? Eine starke öffentliche Interessenvertretung kann Regierungen zum Handeln drängen. Das ist wahr. Sensibilisierung und Bildung sind der Schlüssel zur Förderung des Wandels. Lektion 9. Entscheidungsfindung und Verantwortung. Ich habe darüber nachgedacht, wie sich Entscheidungen auf unsere Verantwortung am Arbeitsplatz auswirken. Das ist eine interessante Perspektive. Was meinst du damit? Führungskräfte müssen die Kriterien für die Bewertung ihrer Verantwortung hinterfragen. Genau. Klare Richtlinien können dazu beitragen, die Rechenschaftspflicht sicherzustellen. Wie können wir unsere Entscheidungsprozesse im Team verbessern? Die Förderung unterschiedlicher Meinungen kann zu fundierteren Entscheidungen führen. Das klingt wohltuend. Sollten wir auch klare Erwartungen an unsere Rollen stellen? Unbedingt. Klarheit hilft allen,
Ihre Verantwortung besser zu verstehen. Ich schlage einen Teamworkshop zu diesem Thema vor, um unsere Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Lektion 10. Aktivitäten am Strand. Das sind fantastische Strandaktivitäten. Lass uns bald eine Reise planen. Ja, ich kann es kaum erwarten, am Meer zu entspannen und etwas Sonne zu genießen. Genau, wir sollten einige Strandspaziergänge und Schwimmen in unsere Reiseroute aufnehmen. Das klingt perfekt. Ich liebe das Gefühl von Sand zwischen meinen Zehen. Ich auch. Es ist so erfrischend, einen Spaziergang entlang der Küste zu machen. Und wir können ein Picknick mitbringen, um es zu genießen, während wir dort sind. Tolle Idee. Das wird den Tag noch angenehmer machen. Schauen wir uns das Wetter an, um die besten Tage vor uns zu haben. Guter Plan. Ich freue mich darauf, an den Strand zu fliehen. Lektion 11. Die richtige Passform finden. Ja, das tun wir. Lassen Sie mich Ihnen einige Optionen zeigen. Diese sind leicht und perfekt für den Sommer. Ich glaube, ich habe mein Lieblingspaar schon gefunden. Das ist großartig. Komfort ist der Schlüssel bei der Auswahl von Schuhen. Unbedingt. Ich möchte etwas, das ich den ganzen Tag ohne Beschwerden tragen kann. Genau. Stellen wir sicher, dass sie gut passen, bevor wir uns entscheiden. Gute Idee. Ich probiere sie an und sehe, wie sie sich anfühlen. Ich bin gespannt, für welche du dich entscheidest. Danke. Die richtige Passform zu finden, macht den Unterschied. Lektion 12. Zutaten für Mahlzeiten. Welche Zutaten gehören heute Abend zu meiner Mahlzeit? Ich freue mich darauf, es herauszufinden. Der Geschmack ist so viel besser als in einem Restaurant. Hausgemachte Mahlzeiten sind die besten. Dem könnte ich nur zustimmen. Es ist etwas Besonderes, Essen mit frischen Zutaten zuzubereiten. Ja, und ich habe lokale Produkte verwendet, was die Aromen verbessert und unsere Gemeinschaft unterstützt. Das ist fantastisch. Zu wissen, woher die Zutaten kommen, macht eine Mahlzeit noch angenehmer. Unbedingt. Außerdem kann gemeinsames Kochen ein lustiges und verbindendes Erlebnis sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du zubereitet hast. Ich bin mir sicher, es wird köstlich sein. Lass uns anfangen. Ich denke, du wirst die Geschmacksrichtungen lieben, die wir zusammen kreieren werden. Ich freue mich darauf, jeden Bissen unseres hausgemachten Meisterwerks zu genießen. Lektion 13. Gute Erholung. Auf jeden Fall bin ich für ein paar Tage hier, also ist es wichtig, sich gut auszuruhen. Das stimmt. Ruhe ist unerlässlich, besonders wenn Sie einen vollen Terminkalender vor sich haben. Richtig! Ich möchte sicher gehen, dass ich für all die Aktivitäten, die wir geplant haben, voller Energie bin. Und es ist leicht, die Erholung zu übersehen, wenn es so viel zu sehen und zu tun gibt. Genau. Ich denke, ein guter Schlaf wird mir helfen, alles mehr zu genießen. Stellen wir sicher, dass wir unsere Zeit zwischen Erkunden und Entspannen ausbalancieren. Tolle Idee. Vielleicht können wir zwischen unseren Abenteuern ein paar Auszeiten einplanen. Ich bin dafür. Ein bisschen Entspannung kann den Unterschied ausmachen. Unbedingt. Schließlich geht es darum, das Erlebnis zu genießen, nicht nur darum, es zu überstürzen. Lektion 14. Community College Erfahrung.
Ich habe über Institutionen gelesen, die etwas zwischen einem Community College und einer Universität liegen. Das ist interessant. Was ist der Zweck dieser Art von Institutionen? Sie bieten oft eine Mischung aus Berufsausbildung und akademischen Studiengängen an. Das klingt wohltuend. Es gibt den Schülern mehr Möglichkeiten für ihre Ausbildung. Genau diese Art von Institution ist in vielen Ländern üblich. Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedenen Lernstilen und Zielen gerecht wird. Ja, es ermöglicht den Studierenden, sich auf praktische Fähigkeiten zu konzentrieren und sich gleichzeitig auf die Weiterbildung vorzubereiten. Das ist ein großartiger Ansatz. Es hilft, die Kluft zwischen Highschool und Universität zu überbrücken. Ich denke, mehr Orte sollten dieses Bildungsmodell in Betracht ziehen. Lektion 15. Shakespeares Weisheit. In diesem großen Kriegsstück von Shakespeare sagt Henry V., dass in den Dingen eine Seele der Güte steckt. Das ist ein tiefgründiges Zitat. Was glaubst du, bedeutet es? Ich glaube, es deutet darauf hin, dass es auch in schwierigen Situationen Hoffnung gibt. Unbedingt. Das Gute zu finden kann uns helfen, schwierige Zeiten zu meistern. Es ist eine Erinnerung daran, unabhängig von den Umständen nach der positiven Seite zu suchen. Ja, und diese Perspektive kann die Art und Weise, wie wir Herausforderungen begegnen, wirklich verändern. Shakespeare hatte eine Art, tiefe Wahrheiten in seinen Werken festzuhalten. Seine Stücke sind auch heute noch relevant, findest du nicht? Definitiv. Sie bieten Einblicke in die menschliche Natur und Widerstandsfähigkeit. Lektion 16. Pausenzeit. Ich habe festgestellt, dass sich die Produktivität wirklich verbessert, wenn ich regelmäßig Pausen einlege. Absolut. Ich erinnere mich auch daran, während meiner Arbeit Pausen einzulegen. Es hilft, für einen Moment Abstand zu nehmen und den Kopf frei zu bekommen. Genau. Ich fühle mich erfrischt und bereit, danach weitere Aufgaben in Angriff zu nehmen. Hast du eine Lieblingsbeschäftigung, die du in deinen Pausen machst? Ich mache gerne einen kurzen Spaziergang oder mache ein paar Dehnübungen, um neue Energie zu tanken. Das klingt toll. Vielleicht versuche ich beim nächsten Mal etwas zu dehnen. Das solltest du. Es hilft wirklich, Verspannungen in ihrem Körper zu lösen. Außerdem gibt es ihnen die Möglichkeit zu atmen und ihren Fokus neu zu setzen. Lektion 17. Einkaufen für die Familie. Normalerweise gehe ich jede Woche einkaufen, um Lebensmittel für meine Familie zu kaufen. Das ist klug. Bekommst du einen Einkaufswagen von der Vorderseite des Ladens? Ja, ich schnapp mir einen Karren und schiebe ihn durch die Gänge. Es macht es einfacher, alles zu tragen, oder? Definitiv. Ich kann so viel mehr in einen Einkaufswagen packen, als nur Taschen zu tragen. Welche Art von Essen kaufst du normalerweise? Ich versuche, eine Mischung aus frischem Obst, Gemüse und Grundnahrungsmitteln zu bekommen. Das klingt ausgewogen. Planst du deine Mahlzeiten im Wo aus? Das tue ich. Es hilft mir zu wissen, was ich kaufen muss und reduziert den Abfall. Lektion 18. Transportmittel finden. Je nach Entfernung entscheide ich oft, ob ich Bus oder Zug nehme. Wie findest du normalerweise heraus, welches du nehmen musst? Ich suche in der Transit-App auf meinem Handy nach den besten Optionen. Das ist praktisch. Bevorzugst du das eine dem anderen?
Ich mag Züge für längere Strecken, sie sind normalerweise schneller. Das macht Sinn. Busse eignen sich jedoch hervorragend für kürzere Fahrten. Genau. Außerdem halten sie oft näher an meinem Ziel an. Haben Sie Tipps für die Navigation in öffentlichen Verkehrsmitteln? Überprüfen Sie immer den Zeitplan und planen Sie im Voraus. Das spart viel Zeit. Lektion 19. Bewegung des Autos. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie sich ein Auto bewegt? Ja, es ist faszinierend, wie sich die Drehbewegung in einer Welle mit den Rädern verbindet. Richtig. Wenn sich die Räder drehen, bewegt sich das Auto vorwärts. Es ist erstaunlich, wie alle Teile nahtlos zusammenarbeiten. Genau. Der Motor treibt die Welle an und alles läuft synchron. Wissen Sie, wie viele Komponenten an diesem Prozess beteiligt sind? Es gibt einige wie das Getriebe und die Antriebswelle. Jeder spielt eine entscheidende Rolle bei der Bewegung des Autos, nicht wahr? Unbedingt. Es ist ein brillantes Mechanikersystem bei der Arbeit. Lektion 20. Herzfrequenz und Bewegung. Haben Sie bemerkt, wie Ihre Herzfrequenz mit Bewegung steigt? Ja, es ist interessant, wie unser Körper auf Aktivität reagiert. Genau. Wo kann ich mehr über dieses Phänomen erfahren? Sie können Online-Ressourcen überprüfen oder eine lokale Bibliothek besuchen. Das ist eine gute Idee. Ich bin neugierig, wie sich Bewegung auf unsere Gesundheit auswirkt. Es gibt viele Artikel und Bücher über Fitness und Gesundheit. Ich werde heute anfangen, nach Empfehlungen zu suchen. Großartig! Das Verständnis unseres Körpers kann uns motivieren, aktiv zu bleiben. Unbedingt. Wissen ist ein mächtiges Instrument für einen gesunden Lebensstil. Lektion 21. Die Erde schützen. Es ist wichtig, dass wir andere über den Schutz der Erde aufklären. Unbedingt. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie kleine Aktionen einen Unterschied machen können. Ja, selbst einfache Änderungen der täglichen Gewohnheiten können große Auswirkungen haben. Auf welche Weise können wir diese Botschaft verbreiten? Wir könnten Aufräumaktionen oder Workshops in der Gemeinde organisieren. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Die Einbindung der Community ist entscheidend. Wir können auch soziale Medien nutzen, um das Bewusstsein zu verbreiten. Genau. Der Online-Austausch von Informationen erreicht ein breiteres Publikum. Gemeinsam können wir mehr Menschen dazu inspirieren, sich um unseren Planeten zu kümmern. Lektion 22. Flughafennetzwerk. Wenn Sie versuchen, am Flughafen eine Wi-Fi-Verbindung herzustellen, ist das ziemlich einfach. Ja, gehen Sie einfach zu den Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie das Flughafennetzwerk aus. Genau. Sobald Sie verbunden sind, können Sie ganz einfach online surfen. Verwenden Sie auf Reisen häufig Flughafen-WLAN? Das tue ich. Es ist hilfreich, um Flugstatus und E-Mails zu überprüfen. Ganz sicher. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie aus Sicherheitsgründen ein VPN verwenden. Guter Punkt. Sicherheit ist wichtig bei der Nutzung öffentlicher Netzwerke. Ich erinnere meine Freunde immer daran, online vorsichtig zu sein. Es ist toll, in Verbindung zu bleiben und gleichzeitig intelligent in Sachen Sicherheit zu sein.
Lektion 23. Einkaufserlebnis. Ich war kürzlich in einem Kaufhaus in der Nähe. Oh wirklich? Wie war die Erfahrung? Sie hatten eine große Auswahl an Artikeln, was aufregend war. Das klingt lustig. Hast du etwas Besonderes gefunden? Ja, ich habe ein paar Dinge mitgenommen, die ich schon eine Weile brauche. Es ist immer befriedigend, das zu finden, wonach sie suchen. Definitiv. Außerdem liebe ich es, neue Produkte zu entdecken. Einkaufen kann eine so schöne Art sein, den Tag zu verbringen. Ich stimme zu. Es ist noch besser, wenn Sie tolle Angebote finden. Lektion 24. Stadtbesuche. Welche Städte hast du bisher besucht? Ich war in New York, Chicago und London. Das sind tolle Orte. Jeder hat seine eigene einzigartige Atmosphäre. Unbedingt. New York ist so lebendig und voller Energie. Und Chicago hat eine so schöne Architektur und eine reiche Geschichte. Ja, London bietet eine Mischung aus modernen und traditionellen Erlebnissen. Es hört sich an, als hättest du einige unglaubliche Abenteuer erlebt. Das habe ich wirklich. Reisen öffnet einem die Augen für neue Kulturen. Ich hoffe, diese Städte eines Tages zu besuchen und sie auch zu erkunden. Lektion 25. Fit bleiben. Fit zu bleiben kann eine fantastische Möglichkeit sein, loszulassen und das Leben zu genießen. Unbedingt. Ich liebe es, neue Aktivitäten auszuprobieren, um aktiv zu bleiben. Was machst du gerne, um fit zu bleiben? Ich tanze sehr gerne. Es macht Spaß, Sport zu treiben. Das klingt nach einem Knaller. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Das solltest du. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken und gesund zu bleiben. Ich weiß deine Ermutigung zu schätzen. Vielleicht können wir irgendwann zusammen tanzen. Das fände ich toll. Es würde so viel Spaß machen, diese Erfahrung zu teilen. Lass uns bald eine Tanzsession planen. Lektion 26. Geldwechsel. Ich habe gehört, dass du vorhast, bald nach Japan zu reisen. Ja, das bin ich. Natürlich muss ich etwas Geld umtauschen. Wie viel Yen möchtest du umtauschen? Ich denke, ich fange mit etwa 10.000 Yen für meine anfänglichen Ausgaben an. Das klingt nach einem guten Anfang. Hast du die Wechselkurse überprüft? Das habe ich getan, und sie scheinen im Moment ziemlich günstig zu sein. Großartig! Es ist immer klug, diese Preise im Auge zu behalten. Unbedingt. Ich möchte sicher gehen, dass ich das beste Angebot kriege. Wenn du Hilfe bei der Suche nach einem guten Austauschplatz benötigst, lass es mich einfach wissen. Lektion 27. Historische Perspektiven. Es ist faszinierend, wie die Menschen in der Vergangenheit Gold betrachteten. Ja, einige Inder glaubten, dass Gold Nahrung für die Europäer sein muss. Genau. Es zeigt, wie verschiedene Kulturen Werte interpretieren. Es ist traurig zu glauben, dass Menschen wegen solcher Missverständnisse getötet wurden. Stimmt, und viele wunderbare Kunstwerke wurden auch eingeschmolzen. Diese verlorenen Schätze erzählen so viel über Geschichte und Kultur.
Das tun Sie wirklich. Es ist wichtig, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Unbedingt. Wenn wir die Geschichte verstehen, können wir vermeiden, sie zu wiederholen. Lassen Sie uns dieses Wissen mit anderen teilen, um das Bewusstsein zu fördern. Lektion 28. Entschuldigungen und Unterstützung. Ich hoffe, mit deiner Zimmersituation ist alles in Ordnung. Ich entschuldige mich dafür. Es war nicht meine Absicht, Probleme zu verursachen. Keine Sorge. Ich bringe sofort einen Föhn auf dein Zimmer. Danke. Ich freue mich sehr über Ihre schnelle Antwort. Es ist überhaupt kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass Sie sich wohlfühlen. Deine Hilfe bedeutet mir sehr viel. Danke nochmal. Natürlich. Wenn du noch etwas brauchst, lass es mich wissen. Das werde ich. Es ist schön zu wissen, dass ich hier deine Unterstützung habe. Ich helfe immer gerne weiter. Genießen Sie den Rest Ihres Aufenthalts. Lektion 29. Unterstützung durch die Gemeinschaft. Ich habe an die Krankenhäuser und kranken Kinder in unserer Gegend gedacht. Ja, und wie wir Umweltbelange gemeinsam angehen können. Genau. Community-Matching-Zuschüsse könnten der Öffentlichkeitsarbeit wirklich helfen. Das ist eine fantastische Idee. Wir sollten der Community einen Plan vorschlagen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt zu unterstützen. Wir könnten Veranstaltungen organisieren, um das Bewusstsein zu schärfen und Spenden zu sammeln. Toller Vorschlag. Es würde mehr Menschen für unsere Sache gewinnen. Lassen Sie uns anfangen, Ideen für unser Outreach-Programm zu finden. Ich bin gespannt, wie wir gemeinsam etwas bewegen können. Lektion 30. Einblicke in die Bevölkerung. Wussten Sie, dass London etwa 12 Millionen Menschen hat? Ja, und in der Umgebung gibt es mehrere Millionen mehr. Es ist unglaublich, wie dicht es besiedelt ist, besonders in der Innenstadt. Unbedingt. London war die erste Stadt der modernen Welt, die diese Größe erreichte. Es muss schwierig sein, eine so große Bevölkerung zu verwalten. Definitiv. Die Stadtplanung spielt eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung der Ordnung. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie Sie mit Transport und Ressourcen umgehen. Das wäre interessant. Es gibt so viele Faktoren zu berücksichtigen. Lassen Sie uns dieses Thema weiter untersuchen. Es könnte zu großartigen Diskussionen führen.